Moin Leiflü und hey alle Hopper. Zurück bei mir Radbot und Schweden. Noch Schweden. Ich denke, diese Folge werden wir Skandinavien gründen. Ich sehe gerade, wir haben minus 78.000. Ich wollte gerade prahlen, ähm, wie toll ich hier Verträge gemacht habe. Die wollte ich euch eigentlich zeigen. Fangen wir mit dem mit der Chengduer-Übereinkunft an in Qing. Handelsprivilegien und wir haben Investitionsrechte in Qing. Das heißt, wir können mit unseren Kompanien, die dürfen ja auch regionale HQs bauen, können wir jetzt in Qing die ganzen Holz, Eisengeschichten können wir da bauen. Dazu haben wir eine Botschaft eingerichtet, das ist in Ordnung. Wir verkaufen den Holz, Hartholz, wir verkaufen den Eisen und Tee. Allerdings nur relativ wenig Tee. Ne, keine Subvention. Entschuldigung. Und Zollfreiheit, das heißt, die verkaufen uns Tee für billig. Aber das Wichtige ist halt, dass wir da bauen dürfen. Dann haben wir die Erklärung von Falun. Das ist auch Handelsprivilegien und Investitionsrechte, allerdings in Spanien. Dafür kriegen die Möbel und Kleidung. Und zuletzt da die Jönköpinger Übereinkunft in Amerika, ebenfalls über Handelsprivilegien und Investitionsrechte. Das heißt, auch hier dürfen wir dann Eisen, Holz etc. abbauen. Zollfreiheit und keine Subventionen auf Holz, auch Zollfreiheit auf die Handelsmarine und Warenübertragung von Eisen. Das heißt, wir verlieren jetzt ziemlich viel Geld, weil wir durch die Diplomatiepakte das ganze Eisen kaufen müssen. Zum Beispiel 1000 Eisen für die Vereinigten Staaten. Das kaufen wir jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, vom Weltmarkt. Das sind die Kaufaufträge, die Handelszentren. Genau, Warenübereignungsverträge. 1620 Eisen brauchen wir. Wir haben natürlich ein Airboot auf Import. Leichtzölle auf Export. Die könnten wir rausnehmen. Aber wir kriegen eigentlich gerade ganz schön viel Geld dadurch. Wir lassen das mal laufen. Und gucken, was passiert. Des Weiteren, wir haben schwindende Interessen in verschiedenen Orten. Aus Gründen. Das finden wir alles erstmal gut. Persien ist ein Absatzmarkt, den wir uns vielleicht noch genauer anschauen wollen. Oh, Frankreich natürlich auch. Wir sollten in Frankreich ein Interesse haben. Das wäre vielleicht nicht ganz unwichtig. Des Weiteren, was haben wir noch? Institutionen, die bauen wir hier langsam auf. Wir haben das Chinin freigeschaltet, das heißt, auch unsere Kolonisierungsstrategien sollten jetzt deutlich schneller vonstatten gehen. Das waren gerade mal irgendwie 90.000, jetzt sind es noch 3.000 Tage. Immer noch ein bisschen viel, aber müßig ernährt das Eichhörnchen. Davon abgesehen, Dahomey, wem gehörst du nochmal? Du gehörst den Briten. Ojo, du gehörst Dänemark. Benin ist ebenfalls britisch geworden, ne? Ich würde nämlich gerne Ashanti angreifen, weil ich nach Massina möchte, denn hier gibt es das Wunder der Moschee von Jen, wie die genau ausgesprochen wird. Die gibt politische Stärke für die Kirche, das ist in Ordnung, weil unsere Kirche ganz gut ist, aber vor allen Dingen Bildungszugang. Und falls wir jemals hier die egalitäre Gesellschaft abschließen wollen, brauchen wir, ich glaube, eine Alphabetisierung von 90% oder so, also sehr hoch auf jeden Fall. Ja, wir können noch ein bisschen Geld ausgeben für die radikale Partei, das ist in Ordnung. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Menge, ne? Was wollte ich sagen? Eine Menge Alphabetisierung. Und das wäre dann schon gut zu haben. Wir könnten hier jetzt natürlich auch kolonisieren, aber das ist die schwere Malaria, das bringt uns nicht so viel. Die Lobby will, dass wir Majetin mit einem Embargo belegen. Ja, na gut, können wir machen. Umstrittene Themen, Landbewohner.
Na gut, dann werden die ein bisschen unglücklich. Damit komme ich auch noch klar. Wie ich nicht so gut klarkomme, ist, dass unsere Regierung jetzt gerade illegitim geworden ist. Weil unser Intellektueller positivistisch geworden ist. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht so gut. Könnten die Steuern senken, ist aber vielleicht gerade auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Was machen wir gerade? Wir machen allgemeine Krankenhäuser. Vielleicht können wir das auch machen mit unserer Landvolkpartei. Die Kirche von Schweden ist ja demokratisch. Nehmen wir die erstmal mit rein. Naja, öffentliche Krankenversicherung geht damit sogar deutlich besser. So, was wollten wir? Majetin. Wer bist du überhaupt? Majetin. Ist nicht hier irgendwas? Majetin. Wo bist du denn? Ach, du bist das. Ja, ich könnte dich auch erobern, wenn ich ehrlich bin, aber wir machen mal ein Embargo. Das ist ja hier nicht so spannend. Damit ist die Lobbyforderung abgeschlossen. Das wiederum ist sehr gut. Wir können die Erlassungserfolgschance der öffentlichen Krankenversicherung, die wird dann unseren Lebensstandard nach oben katapultieren und das macht alle ein bisschen glücklicher bei uns. Wir müssen immer noch an unseren Ausgaben hier feilen. Wir brauchen deutlich, deutlich mehr Eisen. Auch alles andere brauchen wir mehr. Kleidung, Möbel, alles. Wir brauchen alles. Gib uns alles. Des Weiteren haben wir ja in unserem 6-Jahresplan noch die ganzen Armeen hier vorgesehen. Und Marinebasen. Wieso bauen wir eigentlich Marinebasen, wenn wir erforschen, dass wir hier neue Schiffchen kriegen? Die lösche ich erstmal wieder raus, weil wir mit den neuen Schiffen uns dann ja modernisieren. Dann haben wir jetzt auch den klassischen 5-Jahresplan. Das nützt ja nun mal nichts. Das sind die Vereinbarungen, genau. Wir verkaufen immer noch ordentlich Holz nach Ägyptistan. Wir können auch Handelsprivilegien noch hier tragen, aber zu. Des Weiteren, wir wollen natürlich auch noch unser Mare Nostrum Machtblock ausbauen. Dazu versuche ich momentan die Niederlande, ich versuche Belgien. Unsere Seite zu ziehen. Oh. Wir können aber nicht so viele Verletzte. Die Mortalitätsrate können wir nicht hochtreiben. Wir bauen gerade ganz, ganz viele Universitäten. Da wir hier unsere wöchentliche Innovation mehr als doppelt so hoch sein könnte, wie sie ist. Wir bauen hier gerade Handelszentren. Ich nehme an, genau in der Qing-Region und dann in Spanien bauen wir Eisenminen. Das macht unsere Superkompanie hier, die LKAB. Was genau ist die LKAB? Geht hier nicht, ja? Ne. Reiche ich nach. Müsste ich nochmal nachgucken. Hab's schon mal nachgeguckt, aber ich hab's leider echt wieder vergessen. Die bringt uns hier auf jeden Fall Ohrgrundeisen, das ordentlich ins Prestige gibt und natürlich noch andere Boni mit sich bringt, wie verbesserte Stahlindustrie und überall, wo Eisen eigentlich eingesetzt wird. Auch zum Beispiel im Bausektorwesen ist der sogenannte Throughput-Bonus auf Englisch oder der Durchsatz dann erhöht. In Sverland könnten wir eigentlich auch Eisenbahntransporter nehmen, ne? Wie ist denn hier die Bevölkerung? Ah, wir haben noch ein paar Bauern. Wir haben hier auch ordentlich Migration. Das freut die Schweden ja besonders. Die haben ja zum Glück fast keine Probleme damit. Wir haben Feldbefestigung entwickelt. So, ich wollte noch gucken, wie sieht es denn bei unseren Klientelländern aus? Ja, Dänemark.
liebt uns immer mehr. Wir könnten den Hey Just zur Marionette machen. Das Merina-Königreich könnten wir tendenziell annektieren, aber warum sollten wir das wollen? Norwegen könnten wir annektieren, aber das tun wir schon, wenn wir die andere in Skandinavien gründen. Also werden wir jetzt Hey Just zur Marionette machen. Dann gibt er uns mehr Geld und ist weniger frei und muss uns in Kämpfen helfen. Ist auch nicht so entscheidend. Apropos kriegsentscheidend, was bist denn du eigentlich? Du bist einfach nur da. Ich will dich Hail und das ist auch Hail. Dann will ich das vielleicht einfach erobern, oder? Stadt erobern? Möchte was gegen? Die Verrufenheit nehmen wir in Kauf. Hier 10.000 Mann. Unsere sogenannte Afrika-Front. Kann da mal einmarschieren. Wir wollen, glaube ich, alle Einheiten aufwerten. Denke ich mal. Haben wir hier denn Artillerie? Lenklerinfanterie brauchen Munition. Du bist noch Linieninfanterie. Okay, die brauchen noch Handfeuerwaffen. Dann viele Artillerie haben wir hier schon. Lanzenreiter. Auch das Beste, was wir hier haben, bis zum Panzer. Mobile Artillerie ist momentan auch das Beste, was wir haben. Schrapnellartillerie. Das wäre nochmal ein Gamechanger für unsere Kriegsführung. Wir machen gerade Schiffe, dann Stahlbeton und dann werden wir uns auf Kolonisierung verlagern. Nee, wir wollen ja eigentlich die Interessengruppe intellektuellen stärken und nicht schwächen. Was wir auch noch brauchen, ist Entwicklung. Regierungsgebäude. Nützt alles nichts. Vielleicht ins Wehrland, wo wir schon einen ganzen Haufen haben. Da klatschen wir nochmal 8 Stück hin. Und natürlich Eisenbahn. Wir machen das, weil wir natürlich hiermit dann auch noch eine neue Institution kriegen. Das heißt, wir werden wieder Bürokratie verlieren. Außerdem wollen wir das hier alles mal so bei kleinem nach vorne bringen. Ich frage mich gerade, kann ich das jetzt nicht gucken? Doch, ich möchte öffentliche Schulen. Oh, das finden die Kirchen gar nicht so gut. Die Intellektuellen finden das sehr gut. Ungeübte Hände. Ja gut, Kinderarbeit ist halt nicht so dolle. Zensuswahlrecht werden wir, glaube ich, nicht machen. Das finden die Grundbesitzer nicht so dolle, aber nun gut. Ist das eben so. Kompaniedurchsatzbonus ist schon mal sehr gut für die Kirchen hier. Kolonialamt erhöhen ist auch sehr gut. Damit kolonisieren wir schneller. Wer hätte es gedacht? Industrielle, die müssen wir eigentlich nochmal nach vorne bringen. Am liebsten mit Laissez-faire. Aber das finden, glaube ich, gerade alle eher mittelmäßig dolle. Auch die Arbeiterbewegung wird da erstmal protestieren. So, wir haben Hail erobert. Super Sache das. Ja. Stört ja keinen, nehme ich an. Ein bisschen Ackerbau, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Wir könnten das inkorporieren. Wir könnten das auch genauso wie Nudged in Hedjas übergeben. Ich glaube, das mache ich mal. Obwohl ich baue hier schon so viel, ne? Ich übergebe das trotzdem mal meinem Kumpel hier. Start übertragen. Bei Lille. Und Start übertragen. Nudged. Was hast du hier? Bahrain wird Protektorat. Achso, ja, das hätte ich jetzt eigentlich als nächstes noch vorhaben wollen. Aber nun gut. Aktenschränke. Ich liebe Bürokratie. Ausweisdokumente. Meine Vorgehensweise bei solchen Aufgaben-Dingen ist immer, nimmt das, was die Forschung voranbringt, weil alles andere ist sehr, sehr temporär. Und Forschung ist halt super. Oh, wir haben Erfolg freigeschaltet, wir haben Gesetzeshüter auf Stufe 5. Amt für Inneres wäre natürlich auch noch gut.
So, da ist die öffentliche Krankenversicherung. Das reduziert Sterblichkeit, die Verschmutzungseffekte und erhöht einfach sozusagen flat den Lebensstandard. Kirchenschulen würde ich gerne abbauen. Pacht bauen hätte ich eigentlich auch gern weg. Das finden die alle nicht so gut. Wir haben garantierte Freiheitsrechte. Glaubensfreiheit ist auch in Ordnung. Rassentrennung. Allgemeines Wahlrecht. Wir könnten hier zum Zensur übergehen. Das würde die Grundbesitzer fast so froh machen, dass wir dann auf Laissez-faire umspringen könnten. Noch die Proportionssteuer einführen. Ja, mit den Leuten, die wir jetzt an der Macht haben, können wir halt wirklich was so Gesetze angeht, echt nicht viel machen. Grundbesitzer finden auch das schlecht. Okay. Positivisten. Es kränkelt gerade bei uns an guten Agitatoren. Wir können die aber auch nicht einfach rausschmeißen. Wir haben einen mangelnden Bau in unseren Investitionsfonds. Das ist ganz schlecht. Dann müssen wir nochmal ein bisschen nachhelfen. Können wir denn gut bauen? Wo ist denn günstig? Güterland. Tatsache. Güterland. Ja, wir haben ein Regional-HQ auf Stufe 20 gebaut. Franchising. Das hatte ich jetzt nicht im Kopf, dass das passieren wird. Bauen hier mal ein Norland. Und dann, achso, wir haben die Bürokratiegebäude haben wir fertiggestellt. Da könnten wir eigentlich auch auf säkulare Verwaltung umsteigen. Dann hätten wir weniger Kleriker. Wobei die Kleriker gerade eigentlich das ist, was wir hier gut finden. Ne? Die Kirche von Schweden. Er ist Demokrat. Das ist eigentlich in Ordnung. Oh, jetzt haben wir hier einen Marktliberalen. Aber den kriegen wir nicht in die Regierung rein, leider. Mit den Gewerkschaften sind die jetzt zusammen. Radikale Partei. Wenn wir mit den Niederlanden irgendwas Dölles machen. Investitionsrechte, Machtblöcke. Wir geben euch dafür Militärhilfe. Das finde ich gar nicht so spannend. Investitionsrechte können wir euch auch geben. Das finde ich auch gar nicht so spannend. Unabhängigkeit wollen die gar nicht. Wir könnten aufhören, den Senegal zu kolonisieren. Wir könnten aber auch euch... Wir könnten nur den Senegal machen. Oder wir machen einfach nur das und Investitionsrechte geben wir uns gegenseitig. Ich gebe euch noch Militärhilfe, wo das teuer wird. Das werden sie wahrscheinlich nicht annehmen. Investitionsrecht, Akzeptanz nicht so hoch. Wenn wir euch hier noch irgendwas abluchsen. Na, Geld. Wir könnten euch Geld geben, ne? Theoretisch. Komm, wenn wir euch einfach nur 1700 geben. Wahrscheinlichkeit 75%, dass sie annehmen. Sie nehmen an. Dann können wir da jetzt auch Gebäude bauen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Lebensstandard erhöhen für Geld. Finde ich auch nicht so schlecht. Lebensstandard heißt Zufriedenheit der Bürger. Das heißt mehr Leute, die in unser Land kommen. Und unsere größte Hürde ist ja momentan immer noch die Bevölkerung. Wobei wir wachsen ganz gut. Wir haben immer 174.000 Arbeitslose. Ist auch nicht nichts. Wir haben immer noch zu wenig Gebäude für den Investitionsfonds. Der Investitionsfonds ist einfach zu hoch. Na ja, gut, dann bauen wir halt noch mehr. Norland, Nummer 5.
Wir haben Gold entdeckt. Das ist immer gut. Sowieso, wir sollten ein bisschen Gold bauen. Gerade in Transvaal. Aber wir sollten das jetzt hier erstmal zu Ende bauen, alles. Oh, wir bauen hier Kohleminen in Pennsylvania. Wer baut denn Kohleminen? So, unser Bankenviertel. Unsere Holzfirma baut Werkzeugfabriken in Navarra. Es wäre natürlich grundsätzlich erstmal schön, wenn die Sachen auch bei uns bauen würden. Aber dafür haben wir das ja eigentlich. Investitionsfonds ist noch zu hoch, aber wir müssen jetzt gerade erstmal ein bisschen was zu Ende bauen hier, glaube ich. Ach, greif drauf. Zur Not müssen wir die Steuern erhöhen. Komm, baue das komplett aus. Ich meine, wir haben gerade Zinsen, aber das ist nicht weiter schlimm. Uns bricht gerade ein bisschen das Genick Diplomatiepakte. Vertragswaren, das ist das Eisen, die Möbel etc. Und die müssen wir halt erstmal produzieren. Kriegen auch viel Geld durch Vertragsware. 33.000 kriegen wir durch den Verkauf an Eisen in Qing. Okay. Und so, steht hier gar nicht drin. Na gut, das kann ja nicht in beiden stehen, ne? Kleidung. Auch Geld. Da, 41.000 durch Verkauf an Eisen. Nehmen wir ein. Und 77.000 geben wir aus. Das heißt, wir müssen halt das Eisen irgendwie kriegen. Jetzt bauen wir gerade das ganze Eisen irgendwo in Usbekistan. Auf den Philippinen zum Beispiel. Ich frage mich, ist unser Eisen denn schon voll? Nö, gar nicht. Unser Eisen ist aber auch nicht besonders produktiv. Warum? Werkzeuge, Kohle ist alles günstig. Vielleicht sollten wir hier mal ansetzen. Sagen wir mal 10 Stück davon bauen. Wir bauen nicht 10 Stück, wir bauen 7. Jedenfalls unser Investitionsfonds jetzt nicht mehr. Also wir haben nicht mehr zu wenig Bau für unseren Investitionsfonds. Wir haben eine niedrige Organisation. Wo bist du denn? Du bist 0 Einheiten groß. Ja, dann verschwinde doch einfach. Generell mit unseren Armeen aus. Das sind jetzt irgendwie noch 9. Okay. Haben wir nochmal 5. Da fehlen aber tatsächlich die Titel. (13, 18). Uns fehlt überall die Mannstärke. Weil die Leute anderes zu tun haben, als zur Armee zu gehen. Ja, Eisen ist natürlich auch bei unseren Produktionswaren teuer jetzt. 167.000 zahlen wir da. Gucken, wie viel zahlen, wenn die in Norland hier fertig sind. Oder bauen wir hier nur All-Ground-Eisen? Tatsache, wir machen hier fast nur dieses Oro-Grundeisen.
geht das hin? Wir brauchen Bausektor. Wird nur in Norland produziert. Es wird in den Stahlwerken, Waffenfabrik. Okay, da können wir es auch rausnehmen eigentlich. Kurz Waffenfabriken. Können wir eigentlich auch Stahl nehmen. Auf die Stahlproduktion besser und die kriegen halt mehr Waffen draus. Ist auch erstmal gut. Können wir jetzt auch Dampfschiffe nehmen. Können wir auch Dampfschiffe nehmen. Das würde uns aber die Clipper wegnehmen und dafür Dampfer geben. Und dazu brauchen wir, glaube ich, noch eine Tech. Ist über Militär. Industriehafen, Dampfwalfänger. Okay, nee, brauchen wir eigentlich keine Tech für. Hier ist Stufe 2 auch überall abgeschlossen. Bei der Produktion ist Stufe 2 auch überall abgeschlossen. Wir kriegen hier gerade die Kampfhilfsaggregate. Spart uns wieder Manpower, das ist gut. Hier hängen wir noch ein bisschen durch, ne? Aber gut, bis wir hier anfangen, haben wir den organisierten Sport hoffentlich auch fertig. Wir haben jetzt aber auch immer noch erst 76 von 156. Können also noch eine ganze Menge Universitäten gebrauchen. Sprache im Klassenzimmer ist natürlich unsere. Wir wollen die Leute assimilieren. Hannover, kleine Maus. Wie sieht denn das eigentlich bei dir aus mit in unseren Machtblock einladen? Nö, lass man. Wie ist denn, wenn wir dir Handelsprivilegien geben und du nimmst Investitionsrechte von uns, also du gibst uns die Investitionsrechte und wir würden dafür zum Beispiel deine Unabhängigkeit garantieren und ja, Redugnate. Waren? Willst du Ware? Wir haben Schießgewehre. Ne. Artillerie, wir haben auch große Schießgewehre, auch nicht. Kaffee. Luxusmöbel. Porzellan. Motoren. Können ja ganz schön viel die andrehen. Okay. Okay, wir drehen jetzt einfach ganz viele Einzelsachen an. Artillerie. Kniften. Kaffee. Clipper. Handelsmarine. Okay, lassen wir das. Zollfreiheit. Eine Subvention auf irgendwas. Macht das irgendwo glücklich? Ne. Dann weiter mit Ware. Kaffeeklipper. Luxuskleidung. Luxusmöbel. Oh, der hasst uns jetzt auf einmal. Ich will das für 25 Jahre machen. Und ich würde ihm eine Verpflichtung schulden. Machen wir es einfach so. Hannover, wie sieht's aus? Hm? Die Übereinkunft von Bremen trat in Kraft. So. Jetzt hat der unser Machtblock Dingeling. Das heißt, wir haben die Chance, ihn irgendwann bei uns einzuschleusen. Wir könnten auch noch eine Lobbyfinanzierung machen. Könnten wir technisch gesehen auch hier machen, aber da wird es ein bisschen teuer. Eine Flut aus Gin und Bier. Kein Bier, keine Stimme. Boah. Modernisierung des Arsenals. Das gibt Technik für Repetiergewehre. Damit haben wir Repetiergewehre freigeschaltet. Repetiergewehre brauchen mehr Stahl. Und mehr Werkzeuge. Ist also gerade nicht so gefragt. Achso, ich wollte ja gucken, was eigentlich, wenn die Eisendinger da fertig sind. 126.000 machen wir immer noch, ne? Problem ist, hier kriegen wir halt nur das Foreground-Eisen. Weil wir das ja eigentlich auch haben wollen, ne?
baue da jetzt einfach nochmal 7 Stück von. Schwerter zu Flugscharen. Dann Tastbarkeit der Ehe. Alles um die Mieten erträglich zu machen. Könnt ihnen einfach Geld geben. Ägypten, bist du nicht irgendwie mein Rivale? Nö, bist du gar nicht. Ein altes Haus. Bist du nicht in unserem Machtblock? Nee, willst du eigentlich nicht. Wir haben doch auch hier einen Vertrag. Machtblock, Handelsprivilegien würde ich dir auch gewähren. Okay, das müssten wir streichen und vielleicht gegen irgendwas anderes ersetzen. Wir können deine Unabhängigkeit garantieren, aber das wollen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt. Warenübertragung. $20. Porzellan. Man muss das Porzellanzeug ja auch irgendwie an Mann kriegen, ne? Oh, Werkzeuge. Da kann man doch bestimmt auch noch irgendwas drehen, oder? 20 Werkzeuge. Und wir jetzt schon bei... Also bis 75 geht. Sind wir schon bei 49. Dünger? Willst du jetzt doch nicht mehr? Kanonen. Porzellan. Motoren. Dann würde ich hier noch keine Subventionen auf irgendwas. Nö, ist egal. Zollfreiheit. Auch egal. Geld können wir dir auch bieten. 2000 ist auch viel, ne? 1800 vielleicht? Volkspartei hat überzeugende Argumente. Ja, dann lass doch die Volkspartei nehmen. Die stärke Aristokraten. Können die Bauern stärken. Für mich in Ordnung. Gummiplantage. Okay, jetzt kommt nochmal die Kompanie hier ins Spiel. Die hat ja auch Gummi. Also die kann ja auch Gummi bauen. Allerdings können wir, glaube ich, noch gar kein Gummi abbauen. Oh, die Volkspartei hat ziemlich hart verkackt. Die Radikalinski-Partei hat ziemlich gut abgeschnitten. Die könnten wir hier mit reinholen einfach. Und dann müssen wir mal schauen. Wir könnten Präsidialgeschichten killen. Nicht Demokrat. Und er will aber keine demokratischen Parlamente. Das würde die Royalistenbewegung sehr, sehr militant machen. Doch alle eigentlich unglücklich machen. Allgemeine Wahlrecht kann nicht bleiben, wie es ist. Pachtbauern, Gehöft, ja, Leibeigenschaft. Hat dir gefallen, ne? Protektionismus könnten wir machen. Das wird die Grundbesitzer aber auch nicht glücklich machen. Hier können wir noch ein bisschen was ändern. Eingeschränkte Kinderarbeit. Naja, Arbeiterrechte. Naja, die Industriellen würden das nicht so gut. Gehaltssubventionen würden die ganz schlecht. Armengesetz ist okay. Gewählte Verwaltung, das finden auch einige gut. Einige aber auch ganz bescheiden. Ja, es nützt nichts, wir müssen die Monarchie absägen und dafür ein Parlament gründen. Und vielleicht müssen wir unsere Erlasse, die wir noch haben, kürzen. Das Einzige, was wir noch hatten. Dann müssen wir Kurztrick 17 machen.
Regierungsgehälter erhöhen. Die Royalistenbewegung unterdrücken. Und dann können wir das wieder zurückmachen. Wie sieht es denn hier aus mit unseren Kolonien? Das ist ja unsere Forstwirtschaft, die hier das kolonialisiert. Wieso dauert das 2000 Tage? Man weiß es nicht so genau. Senegal. Portugal. Wem gehörst du eigentlich an? Hast du nicht ein schönes Protektorat? Oh, Russland, Österreich, Sizilien. Ah ja. Das hier ist auch noch nicht kolonialisiert, ne? Ich gerade mal so fest. Wir haben keine Infamie mehr, das müssen wir ändern. ähm, 21 Monate. Wir werden mal den ersten Kriegsversuch starten. Schauen, ob wir uns Argentinien einverleiben können. Wir haben noch Mangel im Bau für Investitionsfonds. Jetzt fehlt ihnen hier auch die Leute. Als nächstes müssen hier den Eisenbahntransport machen. Und jetzt fehlt uns hier der Transport, das ist klar. Oder direkt mal 3 Dinger hin. Ein Death. Wöchentliche Sold steigt halt noch und nöcher. Hiermit kriegen wir nur mehr Arbeiter, ne? Ja. Du hast ja ein paar Arbeitslose. Wieso wollen die da nicht arbeiten? Das ist doch eine echt gute Migration, muss man auch mal sagen. Warte, müsste hier vielleicht mal Großbritannien als Verbündeten hinzufügen. Und hier vielleicht... Oh ja, die alles nicht, ne? Nö. Also alles der Rest egal. Kurz Großbritannien dazu holen. Ja, jetzt stellen sich wieder alle auf meine Seite, klar. Gib doch einfach auf, Mr. Argentinien, Sir. Könnt auch noch mal kurz... Ja, gibt echt nicht auf. Na gut. Oder besser gesagt nicht gut, aber... Verstehe schon. Okay, jetzt müssen wir nochmal upgraden. Wo kommen die Sachen denn eigentlich hin? Ich dachte in die... Ah, die kommen hier in die Fabriken. Das wird unsere Motoren nochmal erhöhen. Und die Kohle. Hier kann übrigens auch eigentlich Nitroglycerin mit rein.
Die ganze Panzerschiffforschung. Ich glaube, das ist nicht gut für uns. Also das wird uns etwas behindern in unserer Forschung. Das sind jetzt 11 Mann. Kommen meine 18 Mann hier hoch. Gegen die gegnerischen 3, glaube ich. Ja, ich weiß, die sind jetzt nicht happy. Oder wie ist das Problem? Die Organisation, ja. Aber ihr seid auf Krieg. Ihr seid auf Krieg. Bereitet die Invasion vor. Transportknappheit in Norland, ist auch klar. Niedriger Marktzugriff, ja, das ist natürlich gerade, weil wir keine X's hier mehr haben. Und Eisen ist eine teure Regierungsware, ja. Argentinien ist auch die Hauptstadt, ne? So. Wird hier einfach mein Protektorat, dann ist die Sache doch geritzt. Können wir gleich mit Chile weitermachen. Oder mit Uruguay. 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 13? Das ist aber viel. Und die amerikanische Gesellschaft hat sich gebildet. Die finde ich, glaube ich, gar nicht so gut. Hier, du kannst da angreifen. Niederlande. Staaten übertragen, sicher. Hier, Großbritannien. Wird reinkommen. Ich will ja Uruguay auch nicht für mich. Ich will nur das Interesse da haben. Oh, wir haben ein neues Mandat für unseren Blog. Aber als erste ungerechte Zugangsbehinderung. Ah, egal, rebellische Einzelkämpfer. Ja, kannst ins Exil gehen. Vielleicht finden wir jetzt nochmal einen guten Agitator. Gerade ist gut, was bist du denn? So, du bist ein Bonaparte. Wir wollen ja mal niemanden, der Monarchien will. Erneuerungsorientiert. Kriegstreiber, auch nicht schlecht, aber nicht das, was wir brauchen. Daniel Gabrowski. Ja. Aufgeklärt realistisch. Joshua Norton. Amerikaner. Dem könnten die Führung übertragen. Der will zwar auch Royalist sein. Wäre dann hier gar nicht so einverstanden mit, aber dafür ist er auch sonst ganz praktisch. Ah gut, Preußen mag mich nicht. Sehen wir was Neues. Wir sind hier noch nicht fertig, was die Universitäten angeht. Können die jetzt so auch nicht erhöhen, dann müssen wir die, es tut mir leid, aber wir müssen dann hier halt nochmal ein paar bauen. Frankreich ist auf die Seite Uruguays gegangen. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ups. Das ist möglicherweise natürlich einigermaßen schlecht. Argentinien mit Protektorat. Das ist La Plata HQ. Ja, Argentinien wird mein Freund. Würde mich freuen.
So, irgendwer anders überfällt da auch schon. Die Briten nämlich. Na gut, dann mach du halt irgendwo anders irgendwas Lustiges. Mach hier Krieg. Eine Flotte fährt mal nach hier. Wir haben Panzerschiffe. 112 von 148. Oh, unsere Literacy Rate ist auch sehr gesunken. Die müssen wir unbedingt irgendwie wieder hochkriegen. Frage ist halt in der Tat, wie. Ich will gerade sagen, dass die Royal Navy hier von den Franzosen gesprengt wird. Nee, ne? Nee, willst du mir nicht sagen. So. Uruguay, du bist erobert. Könnte meinen, dass die Sache damit geritzt ist, aber ist sie nicht. Ja, Freunde, wir sind schon eine ganze Weile online, ne? Den Krieg machen wir jetzt noch. Dann müssen wir Skandinavien tatsächlich beim nächsten Mal erobern. Kannst du mal kurz angucken, was unsere Kompanien so leisten? 181.000 Profit. Wie geht hier zurück? Wo gehst du zurück? Er ist nicht so besonders beliebt. Ja, gut. Okay. Wahrscheinlich, weil wir gerade einen Handel haben und damit die ganzen Handelshäuser deutlich schlechter dastehen, als sie sollten. Wir werden bald eine parlamentarische Republik. Vielleicht warten wir noch darauf, wobei das auch wirklich lucky ist, wenn das klappt. Die sind auch nicht so für, ne? Ist noch irgendwer mehr für? Die Intelligenzia. Die kriegen wir jetzt aber nicht in die Regierung mit rein. Dann ist vorbei mit Regierung. Industriellen sind auch sehr stark. Intellektuellen sind ein bisschen hinten dran. Ich glaube, es wird Zeit, die Säkularverwaltung zu starten hier. Ich würde auch kapitulieren, so ist nicht. Wir können den Krieg auch noch kurz weitermachen. Ich meine, wir haben ja keine Aktien mehr drin. Uruguay auch direkt ab. Es ist nicht möglich, hier irgendwie Frieden zu machen. Schon einen Rückschlag. Dafür sind wir in der Abstimmungsphase. Wie sieht es mit der Wissenschaft aus? 130 von 148. Da geht halt noch ein bisschen was. Müssen wir hier nochmal 5 machen. Ja, weißer Frieden ist für mich völlig in Ordnung. Stützung der russischen Arbeiter. Nö. So, dann müssen wir Argentinien
Argentinien den Staat übertragen namens Uruguay. Wie? Hast du jetzt so stark gemacht, dass die aggro werden oder wie? Kannst du dir auch alles nicht ausdenken. Wir nehmen mal hier Persien, Frankreich, Nordafrika. Ah, hier, Nordkamerun können wir auch noch besiedeln. So, Nordkamerun hat unsere Geschichte da jetzt aufgehört. Unsere Kompanie. So, die haben Südkamerun. Ah, okay. Na denn. Macht ihr mal. Oh, wir haben noch sehr hohe Kosten. Wir haben sehr niedrige andere Geschichten. Sehr niedrige Organisation in unseren Truppen. Und wir verlieren viel Geld. Weil unser Eisen, Holz und Werkzeug so teuer ist. Hannover in unseren Machtblock einladen. Wie sieht das aus? 75%. Hannover ist in unserem Machtblock. In dem können wir jetzt auch noch was machen. Wir könnten die staatliche Baueffizienz erhöhen. Wir könnten Kompanie erhöhen, Kompaniedurchsatz erhöhen. Damit können wir eine Kompanie-Charter und eine neue Kompanie haben. Kompanie-Durchsatzbonus ist, glaube ich, das, was wir brauchen gerade. Weil das natürlich auch unsere Eisenminen nach vorne bringt. Diese hier zum Beispiel wird dadurch natürlich produktiver. 0% Prestigeware. Weißt du was? Ich mache das hier wieder weg. Das führt ja zu nichts. Großbritannien gegen Qing. Um was geht's? Anfang. Guangdong. Ein Kriegsziel verlangen. Zum Beispiel. Weiß ich nicht was. Aber wahrscheinlich eh nicht, ne? Drücken wir das Gesetz durch. Ja, wie sieht das hier mit Technik aus? 141 jetzt. Das steigt auch wirklich langsam. Aber 141, sage ich mal, reicht mir. 141 von 148. Das reicht erstmal, würde ich sagen. Oder? Ich muss ja den anderen Kram langsam mal fertig kriegen, ne? Die ganzen Eisenbahnen und so. Aber nee, es reicht mir nicht. An die Nummer 5 von. Das stärkt ja auch die Intelligenz hier. Hier, die bauen wie die Blöden. Stahlwerke, Eisenminen, Handelszentren. Zugegebenermaßen alles irgendwo anders als bei uns, aber auch ein bisschen der Witz. Und bald haben wir die dritte Kompanie. Schauen, was das wird. Eigentlich hätte ich ja gern Opium, was übrigens auch hier oben noch wäre. Nicht die erobern. Technisch gesehen könnte ich das. Müsste allerdings da eine Landbrücke haben. Und das sehe ich noch nicht. Das ist nicht so, wie es jetzt gerade gemacht wird.
Nutrition, okay, es fehlt noch im Gesundheitssystem. Wir haben einen Lebensstandard von 14.1. Migrieren immer mehr Leute zu uns, dass unsere Leute, man muss es leider so sagen, wie es ist, etwas dümmer macht. Unsere Alphabetisierung geht quasi runter. Ja, jetzt haben wir auch tatsächlich das Maximum erreicht. Die würden wir auch gern zum Protektorat machen. Die Chilenen. Könnten wir eigentlich auch. Venezuela würde da mit beistehen. Venezuela würde ich auch gern zum Protektorat machen. So ist ja nicht. Dazu muss ich aber Großkolumbien als Interessengemeinschaft nehmen. Ich sag mal so, nächste Runde werden wir Chile angreifen, wir werden Venezuela angreifen und wir werden Skandinavien vereinen. Und dann schauen wir weiter. Bis dahin bedanke ich mich und okay, wir warten die Tiki noch ab und es ist kein Wunder geschehen, nein, im Gegenteil, es ist eine Blockade. Joshua Norton ist weniger glücklich. Du bist doch aber eigentlich auch ein Monarchist. Das ist halt Multikulturalismus und Grundschulpflicht und so, das ist halt das Tolle, aber du bist ja auch ein Monarchist, wie gesagt. Du bist protektionistisch, das ist natürlich auch schade. Du bist positivistisch. Noch irgendwas, was wir Lustiges machen können? Eigentlich nicht, ne? Könnte eine Technokratie werden. Police-Stärke für Akademiker, Ingenieure und Offiziere. Und schaltet die Planwirtschaft frei. Eine Planwirtschaft machen. Ein Freikommunicharter, Privatbauzuweisung, Staatsdividendeneffizienz, Verstaatlichungsentschädigung, radikal durch Verstaatlichung. Allerdings ein Investitionsfondsverbot und wir können nichts mehr privatisieren. Auch lustig. Aber wir wollen ja laissez-faire. Allerdings unsere Grundbesitzer und unsere Landbewohner killt. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Grundbesitzer loswerden. Da ist Monarchie abschaffen schon mal ein guter Schritt. Das nächste sind die Pachtbauern. Da hätte ich gerne eigentlich eine Agrarindustrie oder die Gehöftbauern. Nee, ich glaube eine Agrarindustrie hätte ich da am liebsten. Dazu brauchen wir aber Investitionsfonds. Und die kommen eines Tages. So, ich arbeite das hier noch ab und dann wird es das gewesen sein für heute. Die Schwedisch-Preußische Union hat von uns erbeten, die Französische Republik mit einem Embargo zu belegen. Oh, vielleicht. Bauernbewegung organisiert sich in Westkarelien, meinetwegen. Industrietaugliche Materialien. Stahlimporte, ja, meinetwegen. Mehr Legitimität, weniger Stärke der Kirche. So, Freunde. Da müssen wir auch noch dran. Ich habe gesagt, was wir nächstes Mal machen. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal sag ich euch ciao.